Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier einen Teil unserer Arbeit zur Stellendatenforschung vorstellen zu dürfen. Ich möchte hier gerne ein wesentliches Element unserer Machbarkeitsstudie Kompetenzkompass präsentieren, nämlich wie wir das Wörterbuch für die fachlichen Kompetenzen erstellt und angereichert haben. Die Machbarkeitsstudie Kompetenzkompass beschreibt das Auswertungsverfahren, mit dem unter anderem fachliche Kompetenzbegriffe aus Texten von Stellenanzeigen extrahiert und nach Häufigkeit des Vorkommens, nach Region und ausgewählten Einzelberufen dargestellt werden können. Wir haben die Machbarkeitsstudie gemeinsam mit dem IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit von 2019 bis 2020 durchgeführt. Das war ein einjähriges Projekt und wurden dabei vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziell unterstützt. Eine wesentliche Grundlage für die Machbarkeitsstudie sind Kompetenzwörterbücher aus externen Quellen. Diese wurden von Experten erstellt mit dem Ziel, für eine bestimmte Kategorie von Kompetenzen möglichst die Gesamtheit aller inhaltlich unterscheidbaren Kompetenzbegriffe aufzulisten. Ein Grundproblem dabei ist, dass man bei Messungen am aktuellen Rand nicht immer sicher sein kann, dass die Wörterbücher aktuell sind. Daher haben wir uns mit einem Verfahren zur Aktualisierung des Wörterbuchs befasst. Hier betrachten wir die sogenannten fachlichen Kompetenzen. Diese haben wir aus dem Berufe.net übernommen. Und das Berufe.net ist eine Expertendatenbank und das stellt eine sehr gute Grundlage dar für die Identifikation von bereits bekannten Kompetenzen in Stellenangeboten. Es bietet Informationen über nahezu alle in Deutschland bekannten Berufe und es sind gut 7000 fachliche Arbeitsanforderungen in 11 Kompetenzgruppen verzeichnet. Und insgesamt werden die für die Ausübung eines Einzelberufs erforderlichen Anforderungen sehr umfassend beschrieben. Entsprechend der Beschreibung der Anforderungen verstehen wir unter fachlichen Kompetenzen die individuellen Fähigkeiten, Aufgaben und Sachverhalte mit einem konkreten Kontext zu einer beruflichen Tätigkeit selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen. Diese Definition ist wichtig für die weitere Auswertungsstrategie. Beispielsweise hatten wir entschieden, fachliche Kompetenzen eben nicht nur an der Stelle des Textes herauszulesen, wo die Anforderungen an die Bewerber explizit beschrieben sind, sondern auch an der Stelle, wo die Tätigkeiten der Stelle beschrieben werden. Denn die Tätigkeitsinhalte können auch als Anforderungen verstanden werden und zumindest dürften Personen mit Erfahrung in diesen Tätigkeiten eher vorteilhafter bewertet werden bezüglich ihrer Eignung. Zunächst mal haben wir aus dem Kompetenzkatalog ein Wörterbuch erstellt. Das bedeutet, dass wir die Kompetenzbegriffe selbst bearbeitet und mit Suchwörtern versehen haben. Für Kompetenzen mit mehr als einem Begriff war zu entscheiden, welche Suchwörter gemeinsam zu finden sind, damit auf diese Kompetenzen zurückgeschlossen werden kann. Des Weiteren haben wir auch überlegt, wie weit diese Suchwörter im Text voneinander entfernt stehen dürfen. Weitere Suchworte wurden mit unserem Verfahren zur Erweiterung der Kompetenzen generiert. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Insgesamt listet unser Wörterbuch der fachlichen Kompetenzen 7270 unterscheidbare Kompetenzbegriffe auf. Diese können mit 10.116 eindeutigen Suchwörtern gefunden werden. Und das Wörterbuch selbst enthält aber insgesamt 23.000 oder gut 23.000 Suchwörtergruppen, die sich aus der Kombination von Suchwörtern ergeben. Ja, wie eingangs schon erwähnt, Kompetenzkataloge enthalten nicht alle Kompetenzen, die von Arbeitgebern aktuell gefordert werden. Und um weitere Kompetenzbegriffe zu identifizieren, befassen wir uns zunächst mit dem unbekannten Textmaterial und stellen dieses in den Kontext zu den bereits bekannten Suchworten bzw. Kompetenzen. Hierfür nutzen wir Word-Embedding-Verfahren für die kontextuelle Zuordnung. Das heißt, das Word-Embedding-Verfahren generiert einen Vorschlag für die Zuordnung der unbekannten Begriffe zu bereits bekannten Begriffen. Die Liste der Zuordnungen wurde nicht vollständig überprüft, sondern es wurden Begriffe bearbeitet, die in einer Mindestzahl von Stellenangeboten vorkamen und auch einen bestimmten Grad der Kontextualisierung zu den bekannten Begriffen aufwiesen. Diese Zuordnung wurde dann manuell und parallel von 3 Informationsexperten überprüft. Diese hatten unabhängig voneinander zu entscheiden, ob es sich bei den unbekannten Begriffen um zusätzliche Suchwörter für bestehende Kompetenzen oder um zusätzliche Kompetenzen handelt oder ob die Begriffe möglicherweise anderen Kompetenzgruppen zugeordnet werden müssen oder, wenn sie die Begriffe als nicht relevant einstuften, ob diese Begriffe dann auf die Stop-Word-Liste aufgenommen werden sollten. Da, wo sich die Experten nicht einig waren, haben wir ein konsensuelles, mehrstufiges Validierungsverfahren durchgeführt.
Das heißt, die Fachexperten sollten zu einem Konsens finden mit Unterstützung eines Moderators. Dabei konnten sie dann auch noch auf mehr Informationen zur Verwendung der jeweiligen Begriffe in den Stellentexten zugreifen. Hier ist jetzt mal ein Beispiel für das Vorgehen skizziert. Rund um den bekannten Suchbegriff HOAI, also die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, wurden die unbekannten Begriffe AHO, Leistungsbild, Leistungsfahr und LPH durch das Word-Embedding-Verfahren gefunden. Das Word-Embedding-Verfahren generiert entsprechend der Gesamtzahl aller in den Stellentexten vorkommenden Begriffe einen entsprechenden dimensionierten Vektorraum und ordnet jede vorkommende Wortgruppe mit einer bestimmten Zahl von Wörtern diesem Vektorraum zu. Entsprechend zeigt jeder Punkt in der Grafik die Lage eines Kompetenzbegriffs, wenn man den Vektorraum in einer bestimmten Art und Weise auf nur 2 Dimensionen reduziert. Das sind die beiden Hauptkomponenten. Die Beispielbegriffe sind hervorgehoben und scheinen weiter entfernt zu sein, als sich das aus dem Word-Embedding-Verfahren ergibt. Das liegt daran, dass das Verfahren eben alle Vektordimensionen nutzt und die Grafik nur eine vereinfachte Darstellung ist. Die Fachexperten konnten schließlich durch Recherche AHO als eigenständige neue Kompetenz einordnen. Dabei bezeichnet AHO einen Fachverband von Ingenieuren und Architekten für die Vertretung von Honorar- und Wettbewerbsinteressen. Als Kompetenz bezieht sich der Begriff auf in diesem Verband erarbeitete Leistungsbilder und Vergütungsempfehlungen für die Bauprojektsteuerung. Dagegen bezeichnen Leistungsbild, Leistungsfahr und LPH zusätzliche Suchwörter für die HOAI. Auf diese Art und Weise haben wir 284 neue Kompetenzen gefunden und wir haben diese Kompetenzen auch eingeordnet in das Kategorienschema von Berufinet. Dabei gab es Kompetenzen, die die Berufinet-Kompetenzen eher weiter ausdifferenziert haben, aber wir haben auch Kompetenzbegriffe gefunden, die Einzelkompetenzen im Berufinet zusammengefasst haben. Darüber hinaus hatten wir eine grobe Unterscheidung vorgenommen zwischen neuen Kompetenzen, die zur Arbeitswelt 4.0 gezählt werden können, von sonstigen Kompetenzen. Das Verfahren kann also potenziell und soll es auch bereits länger bestehende Lücken in bestehenden Kompetenzwörterbüchern schließen. Auf der Suchwortebene konnten mit dem vorliegenden Verfahren ca. 64% der Begriffe identifiziert werden. Dabei schwankt diese Zahl nur leicht zwischen den untersuchten Berufsgruppen. Entsprechend sind ca. 36% der Begriffe nicht identifiziert. Mögliche Gründe hierfür sind bisher fehlende Suchwortkombinationen für bekannte Kompetenzen, bisher noch nicht verzeichnete Kompetenzen oder auch Begriffe, die anderen Kompetenzkategorien angehören als die wir hier ausgewertet haben. Und zu letzteren können beispielsweise formale Qualifizierungen und Zertifikate oder auch Arbeitsmittel gehören. Außerdem finden sich in den Stellentexten häufig auch nochmal Berufsbezeichnungen sowie Arbeitsbereiche der ausgeschriebenen Position. Ja, damit komme ich zum Schluss und würde den Vortrag gern mit 3 Thesen zusammenfassen. Zunächst mal, für eine valide und inhaltlich sinnvolle Messung der Kompetenznachfrage in Stellenanzeigen müssen die zugrunde liegenden Wörterbücher regelmäßig aktualisiert werden. Eine Kombination von Textmining-Methoden und klassischer manueller Validierung führt zu guten Ergebnissen nach unserer Erfahrung. Und der zu erreichende Qualitätsgrad und der zu betreibende manuelle Aufwand müssen gegeneinander abgewogen werden. Ganz zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Literatur. Wir haben die Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie zusammengefasst in einem BMAS-Forschungsbericht in deutscher Sprache und es gibt einen IAB-Forschungsbericht, der in englischer Sprache verfügbar ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.